Wer uns schon länger zuschaut und vor allen Dingen zuhört, der weiß, dass es jede Menge Länder auf der Welt gibt, in denen man steuerfrei leben kann. Und wir reden hier nicht unbedingt von Monaco oder von Dubai. Dafür müssen wir aber als erstes mal erklären, was wir mit steuerfrei genau meinen. Sebastian, hallo. Klär uns mal kurz auf. Was heißt steuerfrei in unserem Kontext? Und gibt es so viele Länder, in denen man tatsächlich gar keine Steuern bezahlen muss? Genau, das ist eine sehr gute Frage. Also, wenn wir von steuerfrei sprechen, dann meinen wir natürlich nicht, dass das Land gar keine Steuern erhebt. Möglicherweise wär hat das nett. Land sehr hohe Steuern. Ja? Das ist bei den wenigsten Ländern der Fall, dass gar keine Steuern erhoben werden. Dann sind wir tatsächlich in Ländern wie Monaco und Bahamas. Aber in vielen Ländern gibt es eben die Möglichkeit, ganz bestimmte Einkünfte steuerfrei zu vereinnahmen. Also zum Beispiel in der Schweiz sind Einkünfte aus dem Verkauf von Kryptowährungen und Aktien komplett steuerfrei. Zumindest wenn diese nicht hauptberuflich gehandelt werden und einfach Privatverkäufe sind. Nehmen wir also mal an, dass du ein Depot hast und deinen Lebensunterhalt damit verdienst, dass du hin und wieder mal ein paar Aktien verkaufst, ja, dann sind diese Erlöse komplett steuerfrei und du kannst somit in der Schweiz komplett steuerfrei leben. Wobei, also hier ist tatsächlich Vorsicht geboten, denn die Schweizer Steuer nimmt das sehr genau, wann hier steuerfrei verkauft werden kann und wann nicht. Ja, also das heißt, ob das in deinem Kontext wirklich geht, das musst du bitte nochmal vorher prüfen lassen. Aber es gibt viele andere Länder, wo Auslandseinkünfte ganz grundsätzlich steuerfrei sind. Yeah, the devil is in the detail. Das merke ich immer wieder, wenn wir uns unterhalten. Auslandseinkünfte, was genau bedeutet das? Auch eine gute Frage. Also Auslandseinkünfte können entweder passive Einkünfte aus dem Ausland sein, zum Beispiel Krypto, Dividenden von Firmen, die nicht an meinem Wohnsitzland ansässig sind, Äußerungserlöse, Zinsen, Mieteinnahmen, Provisionen, die im Ausland erwirtschaftet wurden und nicht im Wohnsitzland. Manche Länder definieren Auslandseinkünfte auch so, dass diese Freelancer-Honorare für freiberufliche Arbeiten sein können, die lokal verrichtet werden, aber wo der Auftraggeber sich im Ausland befindet. Das heißt also, wo die Quelle letztlich der Einkünfte sich im Ausland befindet, selbst wenn lokal dafür eine Tätigkeit verrichtet wird. Jetzt hast du das sehr, sehr schön definiert, was wir also genau meinen, wenn wir uns über steuerfrei unterhalten. Und du hast eine ganz tolle Liste zusammengestellt für uns. Was sind die Kriterien, die dieser Liste unterliegen und wie hast du die zusammengestellt? Genau, also wir haben konkret eben 10 Beispiele formuliert, wo in dem konkreten Land dann Einkünfte steuerfrei generiert werden. Das scheint uns das Einfachste zu sein, als ist hier irgendwelche Listen durchzugehen und grundlegende juristische, steuerliche Informationen hier sozusagen zu diskutieren und aufzubereiten. Ja? Und wie gesagt, steuerfrei ist ja nicht gleich steuerfrei, sondern steuerfrei nur unter ganz bestimmten Bedingungen. Also haben wir das Ganze gesagt, veranschaulichen wir es mal ganz plastisch. Ja? Wir haben ja bewusst keine Länder genannt, die die meisten Mandanten ohnehin komplett unattraktiv finden, sagen wir mal Monaco und Cayman Islands oder sowas. Ja? Die haben wir komplett rausgelassen. Und ich möchte jedem nochmal ans Herz legen, steuerfrei heißt nur, dass es steuerfrei in dem entsprechenden Land ist. Das heißt ja nicht, dass nirgendwo anders Steuern fällig werden. Ja? Ja. Einfachstes Beispiel Amerikaner. Die mögen in irgendeinem Land wohnen, wo sie steuerfreie Einkünfte erzielen, müssen es aber immer in den USA zu versteuern. Oder aber auch Dividenden. Ich meine, wenn ich Dividenden aus Deutschland bekomme oder aus irgendeinem anderen Land, USA, Frankreich, Italien, werden dort immer lokale Quellensteuern fällig, egal wo ich wohne. Ja? Das heißt, wenn ich auch in einem Nullsteuerland lohne, muss ich diese Dividenden trotzdem bezahlen. Aber nicht in meinem Wohnsitzland, sondern eben in dem Land, aus dem die Dividende ausgeschüttet wird. Und als letzten Punkt, die Liste ist nicht erschöpfend. Ja, da gibt es zig verschiedene Länder. Das sind jetzt nur mal hier einige konkrete Beispiele. Wie immer, wenn es um Steuern geht, geht es auch immer um Detailarbeit. Das ist so eine Sache, die ich durch unsere Konversation durchaus gelernt habe. Aber lass uns mal loslegen. Als erstes hast du dir die Situation angeschaut, dass man in Montenegro als digitaler Nomade lebt. Genau, also in unserem Beispiel nehmen wir an, Hanna ist Beraterin und hat Kunden in der ganzen EU. Sie zieht nach Montenegro um und beantragt das digitale Nomadenvisum. Ihren Kunden stellt sie über eine US-LLC eine Rechnung. Hanna arbeitet aber tatsächlich von Montenegro aus, reist aber hin und wieder auch nach Deutschland und in andere EU-Länder für Kundentermine. Für sie wäre das komplette Einkommen, das über diese LLC generiert werden, für 4 Jahre in Montenegro steuerfrei. Bei der US-LLC fallen ja sowieso keine Steuern, in diesem Fall in den USA an. Das heißt also, Hanna wird letztlich hier keine Steuern bezahlen müssen.
Okay, ich finde es sehr schön, dass wir unseren Beispielmenschen auch Namen gegeben haben. Jetzt haben wir auch noch Jan. Jan ist als US-Unternehmer in den Bahamas angesiedelt. Genau, also nehmen wir mal an, Jan ist Deutscher, ist an einem US-Startup beteiligt und dieses befindet sich in Fort Lauderdale in Florida. Jetzt kann natürlich Jan, könnte in die USA ziehen, will er aber wahrscheinlich nicht, weil die Steuern dort nicht bezahlen will. Also zieht er in die Bahamas um. Dort gibt es überhaupt keine Steuern. Er stellt monatlich an seine US-Firma Management-Fees in Rechnung in Höhe von 20.000 US-Dollar. Wie gesagt, die sind steuerfrei. Fort Lauderdale ist auch nur 45 Minuten Flug von Nassau entfernt. Das heißt, er kann jetzt viel Zeit in den USA verbringen, dort mit seinen Kollegen das Projekt vorantreiben, bezahlt keine Steuern und ist natürlich auch in der gleichen Zeitzone wie seine Kollegen in den USA. Sehr, sehr schön. Jetzt haben wir noch unseren Freund Erik. Was macht Erik? Genau, Erik ist im Beteiligungsgeschäft tätig und an mehreren Unternehmen weltweit beteiligt. Er zieht nach Portugal um und nutzt dort den NAR-Status. Er gründet demnach eine Holdinggesellschaft in Malta, welche diese Beteiligungen bekommt und steuerfrei im Falle eines Exits dann letztlich dann auch hier die Veräußerungserlöse vereinnahmen kann. Natürlich, wenn jetzt die Holding Dividenden bekommt aus den Tochtergesellschaften, dann hat es möglicherweise auch steuerliche Vorteile. Malta erhebt bei der Ausschüttung an Erik keine Quellensteuer und Gewinnausschüttungen sind in Portugal dank NAR-Status steuerfrei. Das heißt also, wenn jetzt hier Erik ein Unternehmen oder eine Beteiligung in der Malta-Gesellschaft verkauft für 5 Millionen, werden dort keine Steuern in der Malta-Gesellschaft fällig und auch keine Steuern bei ihm in Portugal fällig. Er kann also die 5 Millionen komplett zu sich ausschütten, komplett steuerfrei, wie alle anderen Holding-Einkünfte aus der Maltesischen Holding auch. Jetzt mache ich mir so ein bisschen Gedanken, was ist denn, wenn wir jetzt Zuschauer haben und die tatsächlich so heißen und das ist auch noch ihre Situation? Wenn es der Fall ist, das war keine Absicht. Lass uns über Ulla reden. Ulla ist Coach in Costa Rica. Genau, Ulla ist Coach in Costa Rica, arbeitet also wirklich von Costa Rica aus. Alle Kunden, alle Klienten befinden sich außerhalb Costa Ricas. Ulla bezahlt in Costa Rica keine Steuern auf die Einkünfte, denn Einkünfte aus einer Quelle außerhalb Costa Ricas sind in Costa Rica steuerfrei. Außerdem muss sie ihren Mandanten oder ihren Klienten keine Mehrwertsteuer in Rechnung stellen, weil ja die Leistungen außerhalb der EU tatsächlich erbracht werden, was vielleicht noch ein kleiner Vorteil für Ulla ist. Jetzt geht es um Frank und Frank verdient in Spanien durch Kryptoverkäufe sein Geld. Genau, also Frank hat den Beckham Law-Status in Spanien, 5 Jahre Auslandseinkünfte steuerfrei. Er handelt privat mit Kryptowährungen und erwirtschaftet dadurch 500.000 Euro pro Jahr. Also wie gesagt, privat, nicht gewerblich, nicht hauptberuflich. Die Kryptos, sowohl die Börsen als auch die Wallets befinden sich alle außerhalb von Spanien. So, das sind das ist das ganze Kleingedruckte, was man beachten muss. Die Gewinne, die er erzielt, sind in Spanien komplett steuerfrei und müssen nicht mal in der spanischen Steuererklärung deklariert werden. Er kann das Ganze für 5 bzw. 5,5 Jahre in Spanien nutzen. Jetzt haben wir noch das Beispiel von Julius und Gudrun, die nach einem Unternehmensverkauf in Mexiko sich befinden. Nummer 6, genau, ist Mexiko. Julius und Gudrun haben einen Unternehmensverkauf in Deutschland erfolgreich abgeschlossen und haben das Geld in ein Wertpapierdepot geschoben. Sie traden selbst. Dividenden interessieren sie nicht. Sie machen Geld mit Kursgewinnen. Auch hier wohlgemerkt, da werden hin und wieder irgendwelche Trades gemacht, vielleicht einmal pro Woche und so. Also jetzt auf keinen Fall hauptberuflich oder hier gewerblich in irgendeiner Art. So, Julius und Gudrun ziehen nach Mexiko um. Dort sind bei korrekter Gestaltung die gesamten Einnahmen aus dem Depot steuerfrei. Okay, und jetzt haben wir auch noch den Fall von Peter, der es nach Südafrika verschlagen hat. Genau, ein anderes sehr schönes Land. Peter ist nach Südafrika umgezogen. Seine Provisionseinnahmen aus Europa und den USA sind in Südafrika komplett steuerfrei. Denn Südafrika besteuert keine Auslandseinkünfte von Ausländern in den ersten 5 Jahren ihrer Anwesenheit. Und wer im 6. Jahr weniger als 90 Tage in Südafrika ist, für den geht es ab dem 7. Jahr wieder bei 0 los. Und er hat wiederum 5 Jahre steuerfreie Einkünfte in Südafrika. Da gibt es ein paar Dinge, die man beachten muss im Kleingedruckten. Das können wir gerne bei einer Beratung erklären. Und jetzt haben wir noch das Beispiel von Tanja, die eine deutsche Rentnerin ist,
die nach Thailand gezogen ist. Genau. Wir alle wissen ja, bei den Renten ist es immer ziemlich kompliziert. Wo werden die Renten jetzt besteuert? Grundsätzlich hat ja in allen neuen DBAs immer Deutschland letztlich Besteuerungsrecht. Aber im Falle von Thailand ist es eben so, dass auch staatliche Renten in Thailand besteuert werden und nicht in Deutschland. Das heißt letztlich, die Rente wird in Deutschland abzugsfrei ausbezahlt. Aber Thailand erhebt eben darauf letztlich keine Steuern. Und deswegen ist jemand, der in Thailand wohnt mit deutscher Rente, hier hat das Glück, dass letztlich keine Steuern hier anfallen. Und jetzt am Ende haben wir noch 2 Beispiele, die so ein bisschen außen vor fallen. Auf der einen Seite Tahiti oder French Polynesia und Irland, wo es so ganz sonderbare Situationen gibt. Tahiti, da haben wir jetzt kein konkretes Beispiel, aber Tahiti gehört ja zu Frankreich dazu. Das heißt, jeder EU-Bürger kann dorthin ziehen, nach Französisch-Polynesien, ohne Visum. Und es ist komplett steuerfrei. Ja? Das heißt also, das ist eines der einfachsten Möglichkeiten, hier, nicht in die Karibik, sondern es ist der Südpazifik, aber hier ein Inseldasein zu führen in der Südsee, also natürlich traumhaft schön und doch keine Steuern zu bezahlen. Und Nummer 10 und das letzte Land ist dann Irland. In Irland bezahlen Künstler bis zu einer bestimmten Höhe von Einkommen keine Steuern. Da gibt es relativ genaue Auflagen. Also das heißt, zum Beispiel bei Autoren kann es jetzt kein Autor von Sachbüchern sein. Und es wird natürlich von der Steuerbehörde relativ genau geprüft. Aber es ist trotzdem toll, dass sowas unterstützt wird, muss man ja sagen. Sehr gut, ja. Wenn uns jetzt jemand zugehört hat und gesagt hat, hey, die Situation von Peter hört sich unglaublich ähnlich an nach etwas, was ich machen möchte oder das, was die Ulla gemacht hat, das ist so ein bisschen was mir vorschwebt. Was ist der nächste Schritt? Also wir helfen sehr vielen Mandanten dabei, natürlich ins Ausland umzuziehen, ihr Auslandsvorhaben hier zu realisieren. Wenn du dich angesprochen fühlst und auch gerne ins Ausland umziehen möchtest, dann empfehle ich dir, ein Beratungsgespräch zu buchen. Das Beratungsgespräch ist so eine steuerliche Standortbestimmung. Dort finden wir sicherlich schon erste Lösungen, können hier ganz strategisch über dein Vorgehen sprechen, können dich bei der richtigen Landesauswahl beraten oder auch zu einem konkreten Land beraten, zu dem du schon hier eine gewisse Vorliebe entwickelt hast. Und dann können wir dich bei allen, steuerlichen, rechtlichen und sonstigen Aspekten eigentlich deines Vorhabens begleiten. Wir kennen Rechtsanwälte, Steuerberater in vielen Ländern, haben das ideale Netzwerk, um dich hier umfassend beraten zu können und machen so deinen Auslandsumzug zum Erfolg. Super, Sebastian, vielen, vielen Dank für die ganzen Informationen, die du mit uns geteilt hast. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.